Hallo Leute, ich bin Wolf von McTrident und heute stelle ich euch hier auf der EnfaSec 2025 den BlackTrident Stand vor. Wir schauen uns hier den Stand in der Halle 7A 611 mal ganz im Detail an. Ich zeige euch wirklich alles, was es hier zu sehen gibt, für all die von euch, die nicht auf dieser Messe sind. EnfaSec, was ist das? Das ist eine Messe für Behörden. Das heißt, hier geht es wirklich um Großbeschaffungen für Polizei und Militär und natürlich auch viele Endanwender aus dem professionellen Bereich sind hier vor Ort. Ja, ich würde sagen, starten wir los und schauen uns den ganzen Stand von BlackTrident im Detail an. Die erste Wand, die ich euch zeigen möchte, das ist die Kydex Solution Wand, die genau hinter mir ist. Hier bei der Kydex Solution Wand, da findet ihr alles, was sozusagen mit Holster und Magazintaschen zu tun hat. Hier haben wir eben unsere beliebtesten Holstermodelle Tor und Tor Duty Plus. Tor Duty Plus gerade auch als Holster für Behörden, gerade wenn es um spezielle Lösungen gibt oder spezielle Laserlichtmodulkombinationen, die es sonst nirgendwo anderes gibt. Das nächste, was wir haben, das ist auf der drüberen Seite die Inside the Waistband Holster. Inside the Waistband Holster, also alle Holster zum verdeckten Tragen. Hier haben wir eben dieses Jahr mit Viking, Quasimodo, Guardian und natürlich den X-Carrier. Ich finde, was bei Ständen, egal auf welcher Messe man ist, enorm wichtig ist, dass es sehr authentisch ist. Und deswegen haben wir überall herum um den ganzen Stand immer etwas, was ich immer Artefakte nenne. Artefakte, das sind immer Dinge, die aus Einsätzen und Co. von Kollegen von uns kommen und einfach so ein bisschen dieses Schmunzeln bringen, wenn man es sich anschaut, weil hinter jedem kleinen Item, was hier auf der EnfaSec bei uns im Stand ist, gibt es eine kleine Geschichte. Also wer hier bei uns bei der EnfaSec herumschaut, der wird sich manchmal denken, ey, ist das geil. Gerade eben wegen dieser kleinen Sachen, die hier am Stand sind. Hier auf der Wand, wo die ganzen Kydex-Holster sind, ist aber auch etwas ganz Besonderes. Das ist nämlich das erste BlackTrident Metallprodukt. Das ist auch eines der großen Announcements hier auf der EnfaSec, weil was ja viele Leute nicht wissen ist, viele unserer Formen für die Holster sind aus Metall gemacht. Und daher haben wir schon sehr, sehr viel Erfahrung in der Verarbeitung von Metallteilen. Und das erste Produkt, was herauskommen wird, das ist eben das BlackTrident Mag Basepad, so wie ihr es hier seht. Wird in verschiedenen Farben kommen, auch ein paar Sonderfarben, auf die freue ich mich schon richtig. Und das Coole dabei ist, dass eben dieses Basepad, auf der einen Seite und natürlich ist der 30 drauf, das heißt, wenn die Waffe gehäustet ist, schaut das Ganze richtig stark aus. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dann auch die Magazine zu markieren. Und was vor allem aus funktioneller Sicht besonders wichtig ist, dass man einen wirklich guten Grip beim Greifen des Magazins erhält, gerade wenn man das Magazin rauszieht aus der Waffe und natürlich auch beim Rausziehen aus dem Magazinpouch. Also die BlackTrident Metallteile, das Basepad ist nur das erste Produkt, was aus dieser Serie von uns rauskommt. Wie gesagt, am Anfang für Glock 17, also für die Glock Full-Size und Compact Modelle und für die Walther PDP. Mehr dazu werdet ihr sicher in einem der folgenden Videos sehen, wo ich das Ganze nochmal im Detail vorstelle. Aber das ist für mich das größte Happening hier auf der EnfaSec. Richtig krass. Neben der Kydex-Wand ist die BlackTrident Nylon Solutions Wand. Das ist die Wand, wo wir alles herzeigen, was wir an Nylon-Produkten haben. Und hier findet man eben natürlich viele bestehende Nylon-Produkte, aber auch natürlich einige neue Nylon-Produkte, wie zum Beispiel hier die BlackTrident Fanny Pack. Die gibt es auch ab dem Freitag nach der EnfaSec bei uns im Shop zu kaufen. Vielleicht, wenn das Video schon heraus ist, dann ist die schon online und die könnt ihr euch holen. Was eben hier bei BlackTrident gerade im Nylon-Bereich wichtig ist, wir haben hier auf der einen Seite eben sehr viele Medic-Produkte, das heißt hier findet man eben alles von STB 01, 02 und dann ist da auch ein Gürtel in schwarz, wo man eben wirklich sehr viel sieht, gerade was es an Neuprodukten gibt. Hier auch zum Beispiel ein Schlagstockhalter ist dabei, dann eben auch ein Pfefferspray-Holder und diese Produkte, das sind natürlich alles Kleinigkeiten, die für viele von euch da draußen im Privatkundenbereich nicht so viel Unterschied machen, die wir aber gerade in unserem Behördensortiment eben drinnen haben. Kommen die mal in den Privatkundenbereich? Ja, auf jeden Fall. Wir müssen nur immer managen und das ist mir immer ein besonderes Anliegen, gerade im Nylon-Bereich, dass die Produkte, die wir haben, immer auf Lager sind und dass ihr die auch immer kaufen könnt. Weil hier ist eben unsere Devise, lieber weniger haben und dafür auf Lager, dass ihr eure Produkte bekommt. Und in jedem Produkt, das wir bauen, ist uns immer extrem wichtig, dass ihr die 100% bekommt. Etwas, was uns bei BlackTrident immer extrem wichtig ist, das ist eben, dass der Stand wirklich authentisch ausschaut und eben auch das widerspiegelt, wer wir als Marke sind und auch als Personen. Und deswegen gibt es hier immer am gesamten Stand immer auch so Artefakte und auch immer extrem realistische Schaufensterpuppen. Weil Jimmy sagt immer, unsere Schaufensterpuppen müssen die anderen alle erledigen können. Und das ist eben gerade auch immer das Motto. Also wir geben uns extrem viel Mühe, gerade diese ganzen Sachen immer bis ins kleinste Detail aufzuarbeiten, wie die ausschauen, wo was ist. Und das ist das, was mich dann immer auch extrem freut, wenn Leute vorbeikommen und sagen, hey, so geil, dass ihr daran gedacht habt. Und ja,
das ist immer das, was wirklich cool ist hier auch auf der NFOS Tech. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns die dritte Wand von allen an, nämlich die mit den Armament Solutions. Hier auf dieser Wand ist nämlich alles, was sich um das Thema Black Trident Handelsware handelt und hier im Grad auch viel im Metallbereich. Bei Black Trident gibt es ja relativ viele Marken, die wir bei uns im Programm haben und ich sage es immer ganz treffend, bei uns gibt es halt wirklich nur den geilen und das Thema dabei ist halt, wir haben den Store gebaut, wo wir eigentlich früher gerne eingekauft hätten. Und wir haben immer nur Sachen im Programm, wo wir 100% dahinter stehen, die super geil sind und wo man wirklich sagt, hey, es gibt nichts Besseres, was du kaufen kannst. Und ich sage es immer zu meinen Freunden, hier wurden die Junkies zu den Apothekern. Neben der Handelsware, die wir haben, die ihr auch bei uns im Online-Shop findet, also alles, was Optikmontagen, Optiken, Gewehrlampen und Co. angeht, haben wir auch dieses Jahr etwas ganz Neues. Nämlich im letzten Jahr haben wir sehr stark daran gearbeitet, eben eine Waffenhandelslizenz zu bekommen, die wir auch tatsächlich haben für den militärischen Waffenhandel. Hier geht es eben uns darum, wir planen nicht in naher Zukunft Waffen an Zivilisten zu verkaufen, aber eben wir sind in der Industrie sehr bekannt, dass wir sehr gut vernetzt sind und wir beschaffen eben Waffensysteme und andere verbotene Gegenstände unter Anführungszeichen, die man nicht zivil haben darf, für eben Behörden. Und hier an dieser Wand sieht man auch einen ganz neuen, sage ich mal, Meilenstein in Black Trident, nämlich, dass wir nämlich ein Distributor für Noveske in Europa sind. Noveske, wer ist das? Das ist eine super coole Firma aus den USA, die viele von euch wahrscheinlich sogar kennen, weil die bauen nämlich High-End AR-15 Gewehre in eben auch total verrückten Kalibern, wie zum Beispiel Six Arc, was eben gerade richtig am Kommen ist und für viele polizeiliche und militärische Anwendungen top ist. Ja, hier an der Wand, wie gesagt, alles was Armament angeht und das finde ich richtig stark und ist auch ein richtig großes Statement hier auf der NFOS Tech. Ein wichtiger Part bei der NFOS Tech, das sind natürlich nicht nur die neuen Produkte, sondern wie ihr in einem der vorigen Videos schon gehört habt, ist es mega wichtig, dass hier ja große Beschaffungen anstehen. Und hier geht es eben oft auch darum, eben Kunden besser zu verstehen und die Anforderungen. Und das findet normalerweise in den Meetingräumen statt. Und ich sage euch eines, wenn wir Black Trident eine Sache so richtig feiern, dann sind es richtig geile Meetingräume. Und wir machen sicher keinen weiß ausgekleideten Meetingraum, wie gesagt, sondern was viel Cooleres. Und das zeige ich euch jetzt. Das ist nämlich unser Teamroom. Hier im Teamroom finden eben immer die ganzen Besprechungen statt und wie ihr schon seht, es gibt hier eine Menge Details, auf die man achten muss. Falls ihr das nächstes Jahr bei irgendeinem anderen Standbau sitzt, dann erinnert sich immer daran, woher die Ideen kamen. Das ist nämlich von hier. Was mich eben total immer an diesen Räumen inspiriert, ist etwas Cooles zu schaffen, eine Atmosphäre zu schaffen. Schade ist natürlich immer bei einer Messe, hey, es geht nur um 3 Tage, aber wir versuchen trotzdem immer etwas zu bauen, woran man sich erinnert. Und das, glaube ich, ist uns hier sehr gut gelungen. Was ich richtig stark finde, ist eben am Ende unseres Teamrooms ist eben sozusagen dieses Bild, was von Ultima Ratio Media gemacht worden ist. Und auf der Decke der Spruch eben Boots on the ground, Eyes in the sky und dann eben eine A10, die drüber fliegt. Das finde ich so eine geile Idee, haben wir das gefunden im Team, das gesagt haben, das müssen wir machen. Ja, und hier ist normalerweise auch sozusagen der Part, wo eben sehr viel darüber gesprochen wird, was dann in Zukunft kommen mag und was man auch sozusagen für Produkte sich im Detail mit Entscheidungsträgern eben auch anschaut, um eben hier auch zu präsentieren, was Black Trident bieten kann und was wir genau machen. Ja, ich hoffe, unsere kurze Tour über den Stand von Black Trident hat euch gefallen. Ich bin mega happy, dass so viele von euch schon hier beim Stand in der Halle 7a 611 vorbeigeschaut haben und würde mich auch freuen, wenn ich noch ein paar von euch hier treffe. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Video hier von der NFOS Tech 2025 von Wolfgang von Black Trident. See you soon.